Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quicktip. Mein Name ist Arno Burger. Heute zeige ich euch, wie ihr das Layout, das wirklich das A und O der Erstellung von PowerPoint-Folien ist, gut nutzen könnt. Wenn ihr eine neue Folie anlegt, gibt es ja hier das Symbol Neue Folie. Am besten, ihr klickt nicht auf das Symbol selber, sondern ihr klickt auf dieses kleine Dreieck hier drunter und wählt dann das Layout aus, das am besten zu dem passt, was ihr machen wollt. In meinem Fall ist es jetzt mal 2 Inhalte. Ich möchte nämlich eine Flipchart hier links einfügen und rechts einen Text und dann noch eine Überschrift. Für die Flipchart klicke ich jetzt hier in den Platzhalter, und zwar soll das ein Bild sein. Ich habe da schon mal den Ordner ausgewählt, wähle das Bild aus, klicke auf Einfügen, und dadurch, dass ich es direkt in den Platzhalter einfüge, bekommt es auch die passende Größe. Und dann füge ich noch die Überschrift ein, und zwar ist es der Sägezahneffekt, und ich füge hier noch einen Text ein. Übrigens, diese Liste mit der Zwischenablage bekomme ich über die Tastenkombination Windows und V, nicht Steuerung und V. Und so habe ich dann meine Folie schon fertig. Was für einen Nachteil das hat, wenn ihr nicht ein Layout verwendet, das habe ich in einem anderen Video beschrieben. Das könnt ihr euch mal über die Infokarte anschauen. Jetzt möchte ich noch eine weitere Folie anlegen, und zwar wieder hier über das Symbol Neue Folie, aber eben über das kleine Pfeilsymbol hier unten, und ich nehme diesmal Titel und Inhalt. Ich mache wieder einen Titel dazu. Und zwar soll das diesmal heißen Grundprinzipien der Arbeiten mit PowerPoint. Und jetzt wähle ich mir hier die Smart-Grafiken aus und entscheide mich zum Beispiel für einen Zyklus. Ich nehme jetzt mal diesen hier, einen Textkreis, bestätige mit OK und bekomme jetzt die Möglichkeit, hier auf der linken Seite auch wiederum Text einzufügen. Den habe ich auch schon mal vorbereitet und habe jetzt eine Folie, die auch entsprechend in der Größe die Smart Art komplett angepasst hat und wo hier der Text schon entsprechend drin steht. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.